Nachdem mit Neymar schon eine richtig krasse SBC rauskam, kam dann auch noch Ousmane Dembélé als 99er Karte raus. Es wird einfach immer krasser. Wir schauen in diesem Video wie immer, ob sich die Karte lohnt oder eher nicht. Und was der heutige neue Content von EA damit zu tun hat, erklären wir dir auch noch gleich. Aber erstmal zur Karte. Dembélé spielt für Barcelona in der spanischen Liga. Dazu ist er Franzose, das ist für die Linkbarkeit schon mal überragend. Mehr dazu gleich. Er hat 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot, das hat er aber ja schon immer. Die Arbitraten Hoch-Mitte sind auch top, dazu hat er noch den Bodytype Unique. Das sieht alles echt stark aus. Die Werte sind natürlich überragend, wie auch schon bei Neymar, viel mehr kann man hierzu nicht sagen. Alle wichtigen Stats sind hier im guten 90er Bereich, einzig die Stärke könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Als Eigenschaften hat Dembélé noch den Außenrissschuss, den Flair und den Finesse Shot Trade, also eigentlich alle wichtigen Eigenschaften. Um die angesprochene Stärke noch zu pushen, wird mit Dembélé ein Marksman Chemistry Style geben. So sind die Dribbling-Werte wirklich perfekt. Dembélé hat ja auch die Krone auf der Karte, viel besser verlinken kann man eine Karte nicht. Er ist Franzose, was mit die beste Nation in FIFA ist, dazu hat er einen Strong Link zu jedem La Liga-Spieler. Für die SBC hat man gar nicht mehr so lange Zeit, nur noch knapp 6 Tage. Man muss hier 11 Teams abgeben, darunter 2 91er Teams und 2 90er Teams. Laut Footbin kostet das Ganze ungefähr 1 Million Coins. Schauen wir uns jetzt mal ähnliche SBCs an, die zuletzt rausgekommen sind. Wie gesagt, halt Neymar als Footies, der ist nochmal einen Ticken teurer für 1,6 Millionen. Der ist natürlich genauso gut von den Werten wie Dembélé. Vielleicht ist Dembélé aber durch die Nation besser linkbar. Und Neymar ist halt teurer, muss man hier sagen. Dann gibt es noch Saint-Maximin Footies für 860.000. Der ist schon etwas günstiger, auch richtig gut linkbar, hat aber anders als Dembélé Stocky als Bodytype. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und dann gibt es auch noch Griezmann als Footies SBC, der ist nochmal deutlich günstiger für 460.000. Der ist insgesamt aber auch nicht so stark wie Dembélé. Man sieht hier dran ganz gut, dass Dembélé eher im oberen Preissegment ist, wenn man sich mal die letzten teuren SBCs anschaut. Wenn dir unsere SBC-Analysen gefallen, dann lasst euch jetzt gerne mal ein Like und ein Abo da. Damit kannst du uns echt unterstützen. Schauen wir uns jetzt mal ähnliche Spieler auf dem rechten Flügel aus der Nation und der gleichen Liga an. Hier muss man direkt mal sagen, dass es aus Frankreich auf dem rechten Flügel kaum eine Alternative gibt. Hier gibt es ein paar alte Tots-Karten, die sind aber nicht wirklich mit Dembélé zu vergleichen. Wir haben dann stattdessen Ginola reingenommen, weil der auch 5,5 hat und wirklich top linkbar ist. Der kostet auch ungefähr so viel wie Dembélé. Dann hat Dembélé auch noch eine Foot Fantasy Karte, die kostet nur noch 100.000, was echt günstig ist. Der ist überall natürlich ein bisschen schlechter, außer beim Tempo. Aber auch der hat schon die 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Und dann gibt es noch Bale als Premium SBC für 560.000. Und dann gab es auch noch Bale als Premium SBC für über 500.000. Das war auch echt eine krasse Karte, aber gar nicht mal so teuer. Auch aus der Liga gibt es nicht wirklich was auf dem rechten Flügel, außer einige abgelaufene SBCs. Kommen wir noch zu unserer Community-Meinung auf Discord, die geht klar Richtung Machen. Einige hätten die SBC gerne länger gesehen als nur die paar Tage und einige schwanken auch noch zwischen Neymar oder Dembélé. Die Frage, ob Neymar oder Dembélé, stellen sich bestimmt einige von euch. Wie gesagt, die einzigen Unterschiede liegen hier vielleicht in der Linkbarkeit. Frankreich ist nochmal einen Ticken besser als Brasilien. Ansonsten hat Neymar noch seinen eigenen Bodytype. Das sind so die einzigen Unterschiede. Neymar ist dafür aber deutlich teurer. Dembélé bekommt von uns auf jeden Fall ein Machen, der zum einen günstiger ist als Neymar und dazu die Alternativen, zumindest auf dem Markt, echt überschaubar sind. Vor allem eben genau für diese rechte Flügelposition. Wer sich hier eher lohnt, sollte sich jeder für sich entscheiden. Dembélé ist halt immerhin deutlich günstiger. Ein weiterer Grund, warum man die SBC machen sollte, ist die SBC, die heute rauskam. Es kam nämlich wieder das 85 Plus x 10 Pack raus und hier bekommt man ja echt gutes SBC-Futter. Ein Video dazu haben wir schon mal gemacht, das findest du in der Infokarte. Was ist deine Meinung zu Dembélé? Schließt du ihn ab? Schreib uns das mal gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.